Die Grundvoraussetzung fürs Hinterglasmalen ist mal eine Schablone. Das hat den Vorteil, weil Hinterglasmalen muss man ja von hinten nach vorne malen. Das ist umgekehrt wie bei der Ölmalerei. Da malt man ja zuerst den Hintergrund und kommt dann nach vorne. Beim Hinterglasmalen ist umgekehrt, deswegen male ich die Schablone vor. Und was noch ein großer Vorteil ist, die Schablone kann man ja immer verwenden. Da kann man, ja, wenn man will, 100 Schmetterlinge malen danach. Ich benutze da Aquarellstifte, die haben den Vorteil, dass man die dann wie ein Aquarell hell und dunkel malen kann. Also die Vorzeichnung dann auch schwarz-weiß kolorieren kann. Für die Schablone braucht man folgende Utensilien, also Aquarellfarben. Man kann, wenn das zu teuer ist, kann man auch einen Tuschkasten verwenden und einen Pinsel. Aquarellstifte habe ich erst vor kurzem entdeckt. Da waren 4 Stifte in einem Set mit verschiedenen Stärken und da war auch ein Pinsel dabei, den ich jetzt beim Vorzeichnen verwende. Aquarellstifte haben den Vorteil, dass man die dann auch ausmalen kann. Das hatte ich vorher so nicht gekannt. Das finde ich jetzt besser, als mit einem Bleistift zu malen. Ich male ja mit Acrylfarben und die Acrylfarben, die trocknen ja relativ schnell. Und da gibt es so einen Trick. Man befeuchtet die Unterlage, also man nimmt ein Tuch, macht das mit Wasser feucht und gibt dann Zeitungspapier drüber. Und von dem Tuch unten verdunstet das Wasser, die Feuchtigkeit und hält dann die Farben länger offen. Anstatt dass die Farben in 10 Minuten trocken sind, da kann man mit diesen dann 2 Stunden malen zum Beispiel. Wenn man vorzeichnet, das hat den großen Vorteil, man kann dann auch die Größe individuell anpassen. Wie jetzt das Bild ist 10 x 15, dementsprechend habe ich den Schmetterling der Größe nachgemalt. Das sieht man jetzt ja gut. Ich nehme spezielle Acrylmalpinsel, das sind synthetische Pinsel, Stärke 1 bis 2. Meistens verwende ich 2 Pinsel, das reicht eigentlich, wenn man die immer genügend auswäscht. Man muss aber aufpassen, dass man die nicht zu lange liegen lässt, weil die dann schnell eintrocknen. Ich male jetzt die erste Schicht, da nehme ich immer schwarz, also von links nach rechts, damit man also mit der Hand nicht drüber schmiert. Also wenn man jetzt von rechts malt, dann verwischt man die Farbe. Ja. Dann gebe ich nach der ersten Schicht den Schmetterling zum Trocknen auf dem Heizkörper. Im Winter ist das ja nur möglich, damit er schneller trocknet. Und dann gehe ich noch einmal mit Schwarz drüber, damit das richtig deckt. So. Man muss sich ja nicht immer genau an die Vorlage halten, man hat ja noch individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Man kann das Ganze ja noch feiner machen oder noch einen schwarzen Punkt mehr, wenn man denkt, das passt zur ganzen Komposition besser.
Schwarz war jetzt die erste Schicht und dann kommt Weiß und Gelb. Und da folgt dann Blau nach. Ich habe die Farben nicht gemischt. Ich nehme dann gleich das Weiß aus der Tube. Also ich verwende meistens Titernweiß, das ist deckend. Dann nehme ich Indischgelb und für das Blau verwende ich Zylinblau. Das kommt richtig gut. Das wird schön bunt dann. Jetzt nehme ich das wieder weg. Ne? Mhm. Sieht das schon ein bisschen anders aus. Jetzt sind noch weitere Farben zur zweiten Schicht gekommen. Braun, dafür verwende ich Van Dyck Braun. Wenn man was draufschreibt auf das Glas, muss man immer darauf achten, dass man Spiegelschrift schreibt, also seitenverkehrt. Vor kurzem hatte ich einen 8-jährigen Jungen bei mir auf den Nachmittag lang zum Aufpassen und den habe ich vorgeschlagen, diesen Schmetterling mit mir zu malen. Ich habe ihm das so genau gezeigt, wie ich euch das jetzt vorgeführt habe. Und er hat wirklich einen wunderschönen Schmetterling gemacht mit der Widmung für seine Mutter und er hat sich sehr gefreut darüber. Die Mutter natürlich auch, dass der sinnvoll beschäftigt war. Jetzt kommt dann die dritte Schicht, nachdem die zweite inzwischen wieder getrocknet ist. Da nehme ich dann Rot, Kaplakrot und Cadmiumrot. Ich bevorzuge eigentlich fürs Hinterglasmalen Acrylfarben, weil Ölfarben, die Trockenzeit dauert ewig lange. Da ist man für so einen Schmetterling 4-5 Tage dran, bis die einzelnen Schichten trocken sind. Ich glaube, das war 1980, 81 herum, habe ich in Wien eine Frau kennengelernt, die Volkskunst unterrichtet hat. Und da habe ich Hinterglasmalen zum ersten Mal gesehen. Das waren dann Pigmentfarben, die sie mit Leinöl vermischt hat. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen und daraus hat sich dann das Ganze entwickelt. Für mich jetzt. Mein erstes Motiv war eine Kerze, kann ich mich erinnern, eine Kerze auf einen Ständer. Für die Hintergrundfarbe habe ich das gleiche Blau genommen wie vorne für den Schmetterling, bei den Augen. Das ist Zylinblau und das mische ich dann mit Weiß und nehme dann einen größeren Pinsel. Normalerweise kommt man ja mit 2 Pinseln aus. Wenn die Farbe noch durchleuchtet, das ist nicht so schlimm. Man kann ja noch mal drüber malen oder wenn man dann zum Schluss ein dunkles Hintergrund nimmt, was man hinten drauf gibt am Schmetterling, wenn man das Bild abschließt, dann sieht man das gar nicht mehr, dass das nicht so richtig deckend ist. Man soll, wenn man das Bild dann fertig ist und es scheint ein bisschen durch, dann soll man beim Bildrahmen nicht das weiße Hintergrundbild nehmen, sondern die dunklere Deckplatte, weil dann macht es nichts, wenn das nicht unbedingt so deckend ist. Ich habe einen schwarzen Rahmen genommen, weil im Schmetterling kommt ja auch relativ viel Schwarz vor. Oder man nimmt einen blauen Rahmen, das kommt auch ganz gut. Da hat es halt jeder, wie er möchte.
so, jetzt ist das Bild fertig und ist das nicht schön, da freut man sich doch. Und ich hoffe, ihr schickt mir dann auch Bilder, wie ihr das gemacht habt.